Hallo, ich bin die Sophia, ich bin 31 Jahre alt, komme aus dem schönen Rosenheim. Ich bin semi-professionelle Tennisspielerin, weil ich noch nebenbei Lehrerin bin. Aber ich spiele hochklassig Tennis, also immer noch leistungsmäßig. Ich bin in der Bundesliga aktiv. Ich habe bis vor kurzem noch zweite Bundesliga in Deutschland gespielt. Ich spiele nach wie vor Bundesliga in Österreich. Hast du bereits zuvor Erfahrungen mit EMS und mobilem EMS-Training gesammelt? Ich habe vor Jahren, das ist bestimmt schon 6, 7 Jahre her, EMS probiert, aber noch am stationären EMS, also noch am Gerät. Fand ich schon mega interessant und mega effektiv, aber mir war es immer ein bisschen zu, ich muss einen Termin machen, da muss ich da runter. Das war mir immer ein bisschen zu unflexibel. Da ich doch einen recht straffen Zeitplan habe mit Training, Arbeit oder damals noch Studium, war es immer so, mir zu viel Aufwand, da einen Termin zu machen oder wie auch immer. Deswegen habe ich es dann relativ gelassen, aber ich war eigentlich immer ein Fan davon, weil es einfach spannend war, was EMS machen kann. Was war dein erster Gedanke, als du von Elektromuskelstimulation für dein Tennistraining gehört hast? Ja, ich habe mir erst gedacht, wie soll das funktionieren, weil ich kann es halt nur an dem Gerät, das heißt mit Kabel und so weiter. Okay, wie soll ich das Tennis spielen, wie soll das funktionieren? Das kann ja nicht funktionieren. Dann wurde mir gesagt, ja, es geht jetzt mobil. Da habe ich mir gedacht, aha, interessant, wird spannend, weil natürlich dein Muskel ja beansprucht wird, wenn das EMS-Training wirkt und du ja, wenn du deine Technik machst und so weiter, dann dachte ich bestimmt eingeschränkt bist. Deswegen hatte ich gedacht, bin ich gespannt, wie das funktionieren soll. Wie lange trainierst du jetzt mit Antelope? Also ich mache das Training jetzt seit 6 Wochen mit dem Anzug und da habe ich so 2 bis 3 Wocheneinheiten, wo ich Kraft- oder Ausdauerprogramm mache. Zusätzlich mache ich eben noch die Massagefunktion, die Regenerationsphase und die mache ich dann je nach Bedarf 2-3 Mal die Woche noch dazu. Worin siehst du den größten Nutzen beim Training mit mobilem EMS? Der größte Nutzen ist einfach, dass ich voll flexibel bin mit dem Anzug. Das heißt, ich kann den Anzug mitnehmen, egal wo ich bin. Ich hatte ihn im Urlaub schon dabei, weil ich gesagt habe, ich will mein Training nicht aussetzen. Ich kann es zu Hause machen, weil ich sage, ich schaffe es jetzt zum Beispiel nicht ins Fitnessstudio zu fahren. Ich kann es aber auch im Fitnessstudio mitnehmen und ganz normal auf der Fläche damit trainieren und habe noch einen anderen Anreiz wie sonst. Finde ich, ist das der größte Plus eigentlich an diesem Anzug, dass er eben so flexibel einsetzbar ist. Und eben auch, dass ich keine Verkabelung mehr habe, wo ich sage, ich bin irgendwie in meinen Bewegungen eingeschränkt. Welche Vor- oder Nachteile siehst du beim Tennistraining mit einem mobilen EMS-Anzug? Also Vorteil, kann ich jetzt ganz klar sagen, ist, ich mache eine Bewegung, ich mache eine tennisspezifische Übung, dass der Muskel einfach nochmal ganz anders angereizt wird. Man einen ganz anderen Effekt am Ende spürt, auch nach der Trainingseinheit meist einfach, okay krass, du hast jetzt irgendwie gefühlt doppelt so viel geleistet, obwohl du eigentlich das gleiche Training gemacht hast, einfach nur, dass du den Anzug anhattest. Irgendwie so der größte Vorteil, den ich, finde ich, gesehen habe darin. Nachteil ist natürlich schon, dass wenn du es jetzt direkt im Tennistraining machst und halt mit Ball und mit Partner spielst, dass du schon ein bisschen eingeschränkt bist. Klar, weil wenn ich in die Rotation gehe und so weiter, dein Muskel natürlich schon angespannt ist oder halt vorbelastet ist und du natürlich eine kleine Bewegungseinschränkung hast beim Spielen. In welchen Bereichen der Vorbereitung hast du den Antelope Suit genutzt und wie genau hast du ihn eingesetzt? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab ja angefangen damit zu trainieren, erst ganz relativ low und mal zu gucken und mich da irgendwie reinzugrooven, was kann ich mit dem Anzug machen, was nicht und dann halt immer mehr und ich habe aber schon gemerkt, dass wo es dann Richtung Matches geht und Wettkampfphase, dass meine Muskeln einfach müde waren, wenn ich mit dem EMS-Anzug trainiert habe, weil natürlich einfach der Muskel anders beansprucht wird. Somit musste ich da ein bisschen mit lernen, okay, wann kann ich es einsetzen, wann ist es zu spät vom Wettkampf. Also ich konnte es jetzt nicht einen Tag vorher mehr machen, dass ich damit trainiere, weil dann wären meine Muskeln einfach zu müde gewesen. Somit habe ich halt immer geschaut, dass ein Tag oder 2 Tage vor Wettkampf quasi Pause ist, dass ich da nicht noch ein Trainingsprogramm reinmache mit EMS, sondern halt dann lieber nochmal die Massagefunktion nehme oder so. Deswegen war es manchmal ein bisschen tricky, wo ich dann Österreich und Deutschland gespielt habe, dass ich es auch unterkriege, meine 2-3 Trainingseinheiten. Aber grundsätzlich hat es eigentlich gut funktioniert dann. Bei welcher Trainingseinheit hat sich der Antelope Suit für dich am besten bewährt? Also ganz am Anfang habe ich erst mal ganz klassische Kraftübungen gemacht und auch das Kraftprogramm eingesetzt. Sprich, wo ich ja alle paar Sekunden den Reiz kriege, wo ich dann in der Übung drin bin oder in der Bewegung, in der Anspannung. Was auch super war zum Reinkommen, weil du da erstmal ein bisschen eben den Strom kennenlernen musst gucken, okay, wie viel Prozent kann ich in welcher Muskelgruppe machen. Das ist ja ein bisschen Rumgespiele am Anfang. Und dann habe ich eben ein bisschen mehr aufs Ausdauerprogramm gemacht, wo ich gesehen habe, okay, ich kann irgendwelche tennisspezifischen Übungen damit machen, ich kann Ausfallschritte machen, ich kann es irgendwie dynamisch machen, ich kann es ein bisschen aktiver gestalten alles, was dann recht spannend war. Ich würde sagen, am besten, also man kann es in jeder Phase
als Tennisspieler einsetzen, man kann es soweit in der Vorbereitungsphase einsetzen, man kann es während der Wettkampfphase einsetzen, weil man dann vielleicht ein bisschen mehr auf die Massagefunktion eingeht oder halt die Regenerationsphase macht. Aber man kann sich auch einfach fit halten, weil wenn man sagt, man nimmt einfach ein bisschen weniger Prozent von Strom, dann kann man das auch einfach ganz gut so als Erhalt machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man viel auf Turnieren unterwegs ist, ist halt super praktisch, du nimmst den Anzug einfach mit, du hast immer dein Trainingsprogramm dabei und kannst halt einfach dabei bleiben. Weil oft ist der Fall, wenn man viel unterwegs ist, dann, dass man es nicht mehr schafft, eben trainieren und irgendwie dabei zu bleiben, sondern man ist halt immer auf diesen Wettkampf dann fokussiert und vergisst oder hat die Zeit nicht mehr dazu, auch noch zu trainieren. Deswegen war es eigentlich ganz spannend und ich glaube, man kann es in jeder Phase einsetzen. Was hat dir das Training mit Antelope gebracht? Wo hast du bei dir die größte Veränderung bemerkt? Wovon konntest du am besten profitieren? Ich glaube, der größte Benefit für mich war einfach auf dem Platz im Match. Ich habe gemerkt, ich habe Kraft, ich habe gemerkt, ich habe die Zeit investiert, ich habe gemerkt, irgendwie meine Muskeln sind da, wo ich sie haben will. Ich konnte mich, wenn ich rausgelaufen oder Tennis muss ja oft mal halten oder ist mal nicht so ganz im Gleichgewicht. Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich eine gute Balance habe, dass ich irgendwie die Sachen halten kann, dass ich mein Rumpf sich gestärkt hat, dass ich mehr Kraft in den Beinen habe. Und der größte Benefit war eigentlich beim Spiel selber, dass ich gemerkt habe, ich bin einfach fitter geworden. Und auch mental einfach. Du weißt, du hast die Zeit reingesteckt, du weißt, du hast das Training gemacht und du hast es spezifisch direkt aufs Tennis irgendwie angewandt und somit war das super für Kopf und für den Körper, dass du einfach fit warst auf dem Platz. Konntest du deine Regenerationszeit mit dem Antelope Suit in Vorbereitung auf Matches oder eine harte Trainingswoche verkürzen? Ja, definitiv ja. Also ich habe es direkt nach dem Wettkampf am Abend gemacht, teilweise eben zwischen Wettkampfstagen, dass ich gesagt habe, okay, will am nächsten Tag wieder frisch sein, ich will mich gut fühlen, da habe ich ihn eingesetzt. Oder aber auch einfach mal nach einer anstrengenden Trainingseinheit habe ich ihn angezogen, sodass ich am nächsten Tag einfach wieder fitter war, wie wenn ich es nicht gemacht hätte. Wem würdest du ein Training mit Antelope empfehlen? Man kann es eigentlich jedem empfehlen, also solange er halt gesund ist und sich fit dafür fühlt, weil ich finde, es ist schon eine andere Beanspruchung, als wenn man den Anzug nicht anhat. Der Körper leistet auf jeden Fall was, aber ich würde es jedem empfehlen. Freunde, Bekannte, vor allem halt Tennisspielerinnen, meine Mannschaftskollegen, weil ich einfach gesehen habe, es bringt was. Es ist einfach so flexibel einsetzbar. Also wie ich schon gesagt hatte, man kann es eben auf dem Platz machen, man kann es zu Hause machen, man kann es im Fitnessstudio, im Urlaub. Es ist einfach so variabel einsetzbar und man kann eigentlich jegliche Übung damit machen, was einfach super. Für welche Trainingsziele oder Anwendungen kannst du dir vorstellen, Mobilus EMS auch weiterhin für deine Tennistrainings zu nutzen? Also ich finde, den EMS-Anzug kann man eigentlich für jedes Trainingsziel einsetzen und in jeder Phase von dem Tennisspieler jetzt bei mir gesehen. Weil man kann es in der Vorbereitungsphase gut einsetzen, da hat man einfach die Möglichkeit, Kraft und Ausdauer nochmal irgendwie ein bisschen mehr den Kick zu geben, dort zu trainieren. Man kann es aber auch während Wettkampfphasen machen, einfach auch um die Massagefunktion zu nutzen, dass man einfach wieder fitter ist. Und was ich einfach super spannend fand, ist, dass wenn man den EMS-Zug anhat, auf dem Platz, und seine Übungen macht, dass es so ein bisschen simuliert wie den dritten Satz. Also du hast eine gewisse Anspannung schon, eine gewisse Müdigkeit dann in den Beinen drinnen und es war einfach super spannend zu sehen, einfach dann diese Anspannung zu haben, weil das kann man nicht simulieren eigentlich normalerweise im Training und ich hatte das Gefühl, es geht dadurch ein bisschen, man kommt so ein bisschen an diesen Punkt, irgendwie nach 3,5 Stunden bist fix und fertig und du musst trotzdem den Ball noch ins Feld spielen und man hatte dann so ein bisschen das Gefühl, das kann man mit dem EMS-Anzug ganz gut erreichen. Bitte deine ehrliche Meinung. Was hältst du von Antelope? Ich finde den Anzug top, also ich kann eigentlich nur positiv davon sprechen. Ich würde es jedem weiterempfehlen, wie ich schon gesagt habe. Eine super Sache, vor allem weil man eben den Anzug so flexibel einsetzen kann, in jeglicher Phase von dem Tennisjahr, sage ich jetzt mal. Daumen hoch, würde ich sagen.